Hallo zusammen und herzlich willkommen zum zweiten Video von unserem neuen Blog. Ich bin Lea. In unserem ersten Video haben wir ja schon kurz beschrieben, wer die Join ist und warum wir uns mit Prozessmanagement beschäftigen. Im heutigen Video wollen wir zeigen, warum es sich für jede Organisation lohnt, sich mit den eigenen Prozessen auseinanderzusetzen. Dafür holen wir zunächst mit einem winzigen Theorieblock aus. Das Wort Prozess kann man mit Vorwärtsgehen übersetzen. Es heißt also Abfolge oder Ablauf. Im Kontext von Organisationen heißt es, dass ein Prozess beschreibt, wer etwas wann, wo, mit welchen Ressourcen oder auch zu welchem Zweck tut. Ein Prozess kann also als eine Folge von logisch aufeinander aufbauenden Schritten definiert werden, die einem ganz konkreten Ziel oder einem ganz konkreten Zweck dienen sollen. Für ein Unternehmen bedeutet das, dass ein Prozess darstellt, was ein Unternehmen tut, um von einer Kundenanforderung am Anfang zu einem befriedigten Kundenbedürfnis am Ende der Prozesswelt zu gelangen. Und damit sind wir auch schon am Ende von unserem Theorieblock angekommen und kommen wieder zurück zu der Frage, warum es sich für jedes Unternehmen lohnt, sich mit der eigenen Prozesswelt auseinanderzusetzen. Die Prozesse selbst sind nicht sichtbar und daher auch nur schwer greifbar. Das macht es umso schwieriger, sich aktiv mit ihnen zu beschäftigen, sie zu steuern, zu koordinieren und schließlich auch zu verbessern. Aber genau das ist für alle Organisationen jeglicher Art sehr sinnvoll und in vielen Fällen sogar zwingend erforderlich. Denn zum Beispiel gibt es gesetzliche Anforderungen, die Unternehmen dazu zwingen, ihre Prozesse zu dokumentieren. Und ein aktuell sehr präsentes Beispiel ist die Datenschutzgrundverordnung, die den Unternehmen abverlangt, dass sie ein Verfahren über alle datenverarbeitenden Prozesse führen. Ähnlich sieht es aus, wenn Unternehmen Zertifizierungen anstreben, denn auch dabei ist es oftmals gefordert, eine ausführliche Dokumentation der Aufbauorganisation und auch der Ablauforganisation vorweisen zu können. Neben diesen Anforderungen gibt es auch noch zahlreiche weitere Faktoren, die gute Gründe dafür sind, dass sich Unternehmen mit ihren Prozessen beschäftigen. Die heutige Schnelllebigkeit der Welt erfordert von den Unternehmen eine ständige Anpassungs- und Wandlungsfähigkeit. Und nur wer weiß, wie sein Unternehmen genau funktioniert, kann schnell auf diese neuen Anforderungen reagieren und sie in seine Prozesswelt umsetzen. Ein weiterer Grund für die Einführung eines Prozessmanagements ist, dass nur, wenn man sich mit seinen Prozessen aktiv auseinandersetzt, man in der Lage ist, Schwachstellen zu erkennen. Und nur wenn man die Schwachstellen in Prozessen kennt, kann man daraus Prozessverbesserungen und Verbesserungsprojekte ableiten. Diese ständige Prozessverbesserung macht sowohl ökonomisch Sinn, denn sie führt zu mehr Effektivität und Effizienz, aber sie macht auch im Kontext der Zufriedenheit der Mitarbeiter Sinn, denn alle Prozessbeteiligten sind dann viel besser aufeinander abgestimmt und funktionieren im Zusammenspiel viel besser. Als letztes möchten wir noch darauf hinweisen, dass ein Prozess nicht an Abteilungsgrenzen Halt macht, sondern dass er meist über viele verschiedene Organisationseinheiten hinweg funktioniert. Das heißt, wenn man sich den Prozess insgesamt anschaut, ist man in der Lage, das Gesamtbild zu optimieren und am Ende für den Kunden das optimale Ergebnis herauszuholen. Wenn man sich diese beispielhaften Anforderungen vor Augen führt, wird schnell deutlich, warum es für jedes Unternehmen Sinn macht, sich mit den Prozessen zu beschäftigen. Um die unsichtbaren Prozesse in gewisser Weise greifbar und damit steuerbar zu machen, ist es in der Regel sinnvoll, sie zu visualisieren. Und das macht man über sogenannte Prozessmodelle. Ein solches Prozessmodell bildet genau ab, was getan wird, wer dafür die Verantwortung trägt, gegebenenfalls welche IT-Systeme verwendet werden sollen, was für Dokumente wichtig sind, welche Ressourcen zum Einsatz kommen, ob es irgendwelche Gesetze gibt oder andere Richtlinien, die wichtig sind und schließlich auch, zu welchem Zweck der Prozess eigentlich durchgeführt wird. Es wird also ein modellhaftes Abbild von der gesamten Organisation geschaffen, was quasi einen digitalen Zwilling der Organisation darstellt. Wie jedes Modell ist auch ein Prozessmodell dazu da, um die Komplexität der Wirklichkeit auf ein für den menschlichen Verstand greifbares Maß zu reduzieren. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass ein Modell immer nur Ausschnitte der Realität zeigt und somit nie die komplette Wirklichkeit darstellen kann. Deshalb ist es wichtig, dass ein Prozessmodell immer so entwickelt wird, dass es genau auf die Ansprüche und Anforderungen des Empfängers ausgerichtet ist und einen ganz konkreten Kommunikationszweck verfolgt. Um eine solche zielführende Prozessdokumentation zu erstellen, gibt es zahlreiche Methoden und Tipps und Tricks.
Unser Wissen und unsere Erfahrungen aus unseren Projekten haben wir in einem Playbook zusammengefasst, das wir euch schon bald auf unserer Homepage zur Verfügung stellen und was ihr auch dort herunterladen könnt. In unserem nächsten Video wollen wir euch zeigen, wie wir die eben beschriebenen Anforderungen in unserem Prozessmanagement-Tool QAM umsetzen. Und wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit und bis bald.